In diesem Erklärvideo zeige ich euch den Einbau der noch Hartschaum-Tunnelportalen und Mauern an einem Parallelgleis mit Versatz. Was ihr noch braucht, sind entsprechende Hartschaumportale, entsprechende Steinmauern wie diese Arkadenmauer oder eine solche normale Steinmauer und für den Tunnel geschwungene Tunnelinnenwände. Außerdem ein Bastelmesser, einen Anschlagwinkel für gerade Schnitte, Schleifpapier, zum späteren Festkleben eine Heißklebepistole und verschiedene Farben für die spätere Gestaltung. Alles, was ihr braucht, habe ich euch auch wieder im Beschreibungstext genau verlinkt. So, dann geht's los. Um einen Versatz der Portale zu erzeugen, schneidet ihr die Arkadenmauer innerhalb der Arkade auf, um so einen Durchbruch zu schaffen. Nach dem Ausschneiden könnt ihr natürlich den Bogen noch abschleifen, um ein schöneres Ergebnis zu erzeugen. Zwischendurch solltet ihr die Portale und Mauern testweise aufstellen, um festzustellen, was noch alles bearbeitet werden muss. Da zwischen den beiden Parallelgleisen nicht viel Platz vorhanden ist, muss auch das Portal gekürzt und so an die beiden Gleise angepasst werden. Da hier ein exakter Schnitt essentiell ist, verwenden wir einen Anschlagwinkel. Die Hartschaum-Arkadenmauer muss aufgrund des Parallelgleises ebenfalls verändert werden, um so dem Rollmaterial genug Platz zu lassen. Um das Tunnelportal und die Steinmauer in einem schönen 90°-Winkel zusammenzuführen, schneiden wir die Ecken im jeweils 45°-Winkel ab. Damit diese schön zusammenpassen, könnt ihr mit Hilfe eines Schleifpapiers die Seiten noch abschleifen. Auch das zweite Tunnelportal wird gekürzt, um es näher an die Arkadenmauer stellen zu können. Bevor es an den Einbau gehen kann, könnt ihr noch die Hartschaum-Arkadenmauer entsprechend abschneiden. Ja, so oder so ähnlich könnte dann ein Doppeltunnelportal mit Versatz auch bei euch aussehen. Je nachdem, ob ihr Portale nachträglich einbauen wollt, müsst ihr die Anlage aufschneiden bzw. aufbohren, um so entsprechend Platz zu schaffen. Bevor die Hartschaummauern und Portale festgeklebt werden können, sollte jeweils eine Testfahrt durchgeführt werden, damit die Züge später nirgendwo hängen bleiben und so entgleisen oder stecken bleiben. Am besten eignet sich dafür der längste Wagen, wie zum Beispiel der eines ICEs. Mit Hilfe einer Heißklebepistole wird das erste Hartschaumtunnelportal festgeklebt. Optimalerweise wird nach jedem erfolgreichen Teilstück erneut eine Testfahrt durchgeführt, da jetzt am besten noch die Fehler ausgebessert werden können. Nachdem beide Tunnelportale festgeklebt sind, kann bereits die Arkadenmauer dazwischen eingesetzt werden und anschließend die passende Mauerabschlusskante. Und schon kann es an die Tunnelinnenwände gehen. Im Noch-Sortiment gibt es zwei verschiedene Arten der Tunnelinnenwand. Einmal für Kurven, wie ich es hier verwende, und falls die Gleise im Tunnel weiter geradeaus verlaufen, auch Tunnelinnenwände, die gerade verlaufen. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass die Tunnelinnenwände dementsprechend angeschnitten sind, damit diese besser um die Kurve passen. Je nach Blickwinkel sollten so viele Tunnelinnenwände verwendet werden, dass ihr nicht mehr den Unterbau der Landschaft sehen könnt. Ich würde generell mindestens 2 Hartschaum-Tunnelinnenwände auf jeder Seite empfehlen, wobei natürlich auch entsprechend mehr verwendet werden können. Die Tunnelinnenwände werden nacheinander aufgeklebt, um so eine durchgehende Mauer zu erzeugen, die genau zum Gleisverlauf passt. Auch auf der Innenseite werden entsprechend Innenwände eingebaut, wobei ich hier weniger verwende. Nachdem das Gelände um den Tunnel fertiggestellt wurde, kann die Tunneleinfahrt farblich behandelt werden, um ein einheitliches, passendes Bild zu erzeugen. Angefangen wird mit der Farbe Grau als Grundierung, diese wird großflächig aufgetragen. Nach dem Trocknen wird ein flüssiges Dreckgemisch aus Schwarz und Braun aufgetragen und anschließend mit einem in Wasser getauchten Schwamm abgetupft. Dieser Schritt kann mehrere Male wiederholt werden, je nach Geschmack. Dieser Schritt dient vor allem der Witterung. Abschließend werden die Mauern mit einem trockenen, festen Pinsel und ein wenig Elfenbeinfarbe oder weißer Farbe von oben nach unten angestrichen, um so die Struktur besser auszuarbeiten.
Hier sollte so wenig Farbe wie möglich verwendet werden. Ja, und so könnte dann ein Tunnelportal auch bei euch aussehen. Viel Spaß beim Nachbasteln, ich freue mich über ein Abo und eure Kommentare hier unterm Video.